Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy bereisen wir aktuell Nordamerika. Nachdem wir letzte Woche 1800 Kilometer Schotterpiste an den arktischen Ozean gemacht haben, müssen wir diesmal unseren Van wieder fit bekommen, denn es geht gleich wieder weiter. Wir reisen ein zweites Mal nach Alaska ein und diesmal haben wir definitiv einen besseren Start. Alaska! Und hoffentlich bleiben wir diesmal ein bisschen länger. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Wir starten da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich wir lassen wieder unseren Ersatzreifen runter. Aber diesmal ist es ein bisschen erfreulicher, denn wir haben hier hinten bei der Werkstatt einen Termin, um den Reifen reparieren zu lassen. Die das letzte Video schon gesehen haben, die wissen schon, was war. Wir sind den Dempster Highway gefahren und haben uns 140 Kilometer vor dem Ziel einen Platten zugezogen. Den Reifen haben wir einfach gewechselt, also wir haben ja ein Ersatzrad. Und jetzt sind wir hier, um das reparieren zu lassen, damit wir den Reifen weiterhin als Ersatzreifen nutzen können. Roberto lässt jetzt hier den Reifen runter und dann geht's in die Werkstatt. Bisschen Platz sieht aus. Ein bisschen. Going too fast. Mal schauen, ob sie das reparieren können. Sieht schon ziemlich übel aus. So, wir haben den Reifen abgegeben. Halbe Stunde meinte sie. Und ja, so lange warten wir und hoffen, dass sie den reparieren können. That's half of the repairs we do. The other ones are nails or screws. Alright, safe travels. Thank you. Thank you. See you. Der Reifen ist repariert und ja, was haben wir bezahlt? Glaube ich 44 Dollar. Das sind ungefähr 35 Euro. Geht jetzt und man sieht hier auch, wo sie was repariert haben. Er meinte, es sei halt ein Steinschaden. Kein Wunder bei 1800 Kilometer Gravel Road. Ja, wir werden den jetzt einfach als Reserve weiter behalten und weiterfahren. Wow. Kurze Zwischenfrage. Ist es staubig am Boden? Wenig. Ich weiß nicht, ob es der Boden ist oder das Fahrzeug. Zum Glück gehen wir nachher waschen. Ja. Wo wir es gerade vom Status des Autos haben, wir wurden ja auch regelmäßig gefragt, was mit unserem Kennzeichen vorne passiert ist. Gut, man sieht es jetzt vielleicht nicht so gut, aber es ist wieder dran. Wir haben es wieder dran getan, als wir nach Alaska rein sind. Und ja, ich glaube, ab jetzt bleibt es auch dran. Es ist nämlich je nach Provinz in Kanada nicht Pflicht, also hatten wir es am Hafen bei der Abholung gar nicht erst dran getan. Aber jetzt ist es wieder da, es können alle wieder beruhigt sein. Wir haben es nicht verloren. Nein, geklaut wird es auch nicht. Nee. So, jetzt geht's weiter zum Waschen und ja, dann sehen wir. Wir haben alles erledigt und ja, Wäsche ist sauber und wir waren auch schon einkaufen. Jetzt gehen wir in die Stadt, denn die ist ja auch nochmal richtig schön. Ja, die Also, ist richtig cool. Also ja. so alt. Oder? Goldgräber-Feeling. Los geht's. Not shy, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. I'm gonna quit my job. Never
Bei Dawson City fließen der Yukon River und der Klondike River zusammen und Klondike, da klingeln wahrscheinlich schon die Glöckchen und tatsächlich Dawson City war auch Zentrum des Yukon Gold Rush. Unweit von hier wurde Gold entdeckt, 1896 war das und seitdem kamen hier Tausende von Menschen her, die ihr Glück versuchen wollten und auch heute lebt die Stadt das immer noch, dieses Gold Rush Fever und ja, entsprechend sieht es hier auch aus. And I still have my old guitar. And John said this next song's gonna be real good, if you know what I mean. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd, everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be, going on stage headline on a Saturday night. Uns ist gerade eingefallen, wir haben doch was vergessen zu kaufen, also gehe ich kurz in den Laden und ja, das hier hinten ist der General Store, wo man hier seine Einkäufe erledigt. Sieht aus wie im Film, aber ist noch voll im Betrieb. Wenn hier schon mal so schönes Wetter ist, dann braucht es auch das Eis dazu. Ein Sundae mit Schokosauce. Wow. Ist lecker. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Dawson City hat seinen eigenen Charme, das muss man auf jeden Fall zugestehen. Ja, ob es als City bezeichnet werden sollte, keine Ahnung. Es leben ungefähr 2000 Menschen hier. Aber es ist schon richtig cool, obwohl vieles nur Fassade ist. Wir laufen jetzt mal zum Van zurück und ja, mal schauen, was wir heute Abend noch machen. Und wir sehen uns dann. Und bevor der Tag endet, gehen die hier hinten hoffentlich bald fertig. Und wir gehen in den Saloon. Richtig Dawson-Style. Der Sourdough Saloon soll es sein. Ja, mal sehen, wie es da aussieht. Hi. Hi. Don't know what you do, but you make me feel fine. And you can't deny we are not just killing time. You should let me know if you want this true. Baby, you just make me feel crazy. A little crazy for you. Hey. I think about you and I want you here with me. Am I out of my mind, or is this how it should be? You made me sing about love, so just tell me if I'm wrong. But it feels like love, yeah, it feels like love, yeah. Gute Nacht. Guten Morgen. So, Morgen. wir sind ready und fahren heute los. Wir verlassen Dawson. Zum zweiten Mal nach Alaska. Wow. Und hoffentlich bleiben wir diesmal ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, wir sind ready und wir fahren einfach mal los. Wenn man Dawson Richtung Alaska verlassen möchte, muss man erstmal über diesen Fluss und das heißt über die Fähre. Ja, mal sehen, ob wir es jetzt drauf schaffen. Es passen natürlich wieder mal nicht so viele Autos drauf, aber wie viele Autos haben wir vor uns? 6, 7. 6, 7, es könnte vielleicht doch reichen. Mal sehen. Roberto schläft schon, so lange dauert's. Ja, wir hatten eine wilde Nacht gestern. Oh ja, mit 2 Bier. Cut sharp like a knife.
just the two of us. Yeah. Yes, it's the same story. Bad weather, so we came back and yeah. Thank you. Thanks a lot. Have a nice evening. Have a good day. Bye. Und zum zweiten Mal haben wir es geschafft, nach Alaska einzureisen. Yay! Ging ziemlich einfach. Ja, jetzt fahren wir mal weiter und Alaska, here we go. yes. Another night, I fall in your sights. Your new eyes cut sharp like a knife. Take a moment and look all around you. I don't want you caught up. So lange haben wir keine mehr gesehen und hier war ein Elch. Richtig so anmutig hat sie gewirkt und hat sich überhaupt nicht stören lassen durch die 4 Menschen, die da herumstehen. Übrigens, ihr merkt, es ist wieder ein bisschen laut. Auf diesem Abschnitt, auf diesem, ja, von Dawson City bis nach Tok, den wir fahren, sind wieder 170, glaube ich, Kilometer Schotterpiste. Ist für uns erfahrene Schotterpistenfahrer nach dem Dempster Highway nicht mehr so schlimm, aber es ist trotzdem wieder laut und staubig. Darum freuen wir uns auch schon auf den ersten Zwischenhalt, den wir gleich machen. So, da sind wir. Am ersten Halt ist, glaube ich, die erste Ortschaft, durch die man durchfährt auf dieser Straße. Ja. Und sie ist ziemlich kurios. Ich glaube, ihr seht gleich wieso. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist dieser Ort doch ein wenig anders, als was wir bis jetzt gesehen haben. Sehr speziell und ich glaube, der Name leitet sich ab von dem, was wir jetzt auch gesehen haben. Also Chicken. Ja. Also, die Vorgeschichte. Eigentlich wollten sie den Ort Ptarmigan nennen, denn so heißt der Vogel, der hier so häufig vorhanden ist. Aber natürlich ist Ptarmigan ein wenig schwierig um zu buchstabieren und auszusprechen. Also ist es Chicken, das ist ja auch ein Vogel. Genau. Und die Stadt lebt nicht nur von Chicken, sondern eigentlich auch von den Goldgräbern, oder? Ja, hier wurde auch Gold gefunden und bis heute wird hier nach Gold geschürft. Ja. Ein bisschen im größeren Stil heute, aber... Ja, und hier sind ein paar Maschinen, die schauen wir uns jetzt mal an und sehen, wie das so aussieht. Bewohnern, Ganzjahresbewohnern, ist natürlich der Ort entsprechend klein und überschaubar. Wir waren jetzt doch recht schnell durch, aber es ist trotzdem witzig, das mal so zu sehen. Ach ja, und bei dieser Bar, diese dunkle Bar mit den Hüten an der Decke, da ist ja scheinbar das Ding, dass, wenn die Stimmung dann ein bisschen ausgelassener ist, Frauen ihre Höschen aufschneiden mit der Schere, diese dann in eine historische, sowas wie eine Tischbombe stecken. Ja. Mit Schwarzpulver wird das in die Luft gejagt und dann sammeln sie die Fetzen ein, die dann da so herumliegen und hängen das an die Decke. Also sie tackern es an die Wände? An die Wände? An die Decke, oder an die Decke, ja, überall. Also es war komplett, das war überall voll. Ja. Geld, Visitenkarten, alles und Mögliche. Höschenfetzen. Ja, also ich glaube, dieses Dorf dieser Ort weiß sich schon zu unterhalten.
Ja, aber ich würde sagen, für uns war es ein langer Tag. Wir noch ein wenig fahren. müssen noch ein wenig fahren. Ich glaube 1,5 Stunden sind es und dann sollten wir an unserem heutigen Ziel ankommen. Und ich glaube, wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Die letzten Tage haben wir ja vor allem gearbeitet, uns ein bisschen erholt oder wir sind wieder ein bisschen runtergekommen. Eine Sache haben wir aber nicht gemacht, die wir eigentlich vorhatten, und zwar war das Tanken und Jimmy waschen. Jetzt haben wir es endlich gemacht. Hier hinten haben wir getankt und wenn wir hier tanken, dann können wir auch gratis die Waschstraße benutzen. Jimmy ist schon in Position und er hat es bitter nötig. Und ich würde sagen, jetzt kommt mal der Dreck vom Dempster runter. Ja, das wird eine Zeit lang dauern. Roberta hat das Dach gemacht und ja, eine Seite noch nicht mal fertig und wir sind sicher schon seit 20 Minuten hier. Aber er wird wieder weiß. Aber er wird wieder weiß, unser Jimmy. Er wird wieder richtig frisch. So halbwegs. Ich glaube, wenn man genauer schaut, dann ist er immer noch nicht ganz sauber, weil der Druck hier ist auch nicht so groß, aber mal viel besser als vorher. Man sieht doch, der Dempster hat seine Spuren hinterlassen. Hier ist eine richtige Delle. Ich glaube, wenn das an die Scheibe gekommen wäre, dann wäre die geplatzt. Naja. Ich dachte gerade, wir haben nur 53 Minuten gebraucht für die Autowäsche. Und jetzt sehen wir, natürlich müssen wir von innen nochmal die Rahmen putzen, weil da noch ein bisschen Dreckwasser übrig ist. Ha! Vielleicht ist euch schon aufgefallen, wir haben kein Auto vor uns während der Fahrt. Wir waren jetzt einige Wochen mit Sonja und Yannick unterwegs, haben die Zeit richtig genossen mit den beiden, aber sie sind verständlicherweise natürlich weitergefahren, während wir in Tok geblieben sind und gearbeitet haben. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja wieder unterwegs irgendwo. Die Route ist ja sehr ähnlich, also ja, man sieht sich ja immer mehrmals im Leben. Und ja, ich glaube bis Delta Junction, das ist unser erster Halt, ist es auch nicht mehr weit. 3/4 Stunde brauchen wir noch, dann gibt es den ersten Zwischenstopp. Wir sind nicht so angekommen, sondern wir haben es bis zum Ende des Alaska Highways geschafft. Hier steht's, 1422 Meilen. Ja, doch ein ziemliches Stück Straße. Wir haben es zwar nicht auf einem Stück gemacht, sondern in verschiedenen Etappen, aber sind trotzdem stolz, dass wir bis hierher gefahren sind. Ja, wir essen jetzt noch kurz was und dann geht's auch gleich weiter. Wir haben uns jetzt doch entschieden, noch eine weitere Nacht hier zu bleiben. Ja, wir essen jetzt noch was und morgen geht es für uns weiter Richtung Denali. Für euch ist das erst nächste Woche. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann. Bis dann, tschüss.
Langsam, sondern wir...